Heute ist es also soweit. Pioneer kündigt seinen brandneuen DJ-Controller an, den DDJ FLX10. Anscheinend der Nachfolger des beliebten DDJ 1000. Und der Preis davon ist nicht unerheblich, aber zu den Straßenpreisen ist er natürlich schon bedeutend günstiger zu bekommen. Ich verlinke sie euch mal unter dieses Video mit runter. Was kann dieser neue Controller? Welche Funktion hat der ganz neu mit dabei? Das möchte ich mir jetzt mit euch zusammen einmal angucken. Viel Spaß! Liebe Freunde, was geht ab? Hier ist der Mike und herzlich willkommen zu diesem Video. Auf die heutige Ankündigung habe ich mich schon wochenlang drauf gefreut, denn es wurde hinter den Kulissen, da ist es so ein bisschen gebrodelt, dass angeblich ein Nachfolger des beliebten DDJ 1000 DJ-Controller, der hier sogar hinter mir steht, kommen soll. Und heute ist es passiert. Das brandneue Pioneer DJ Modell, der DDJ FLX10 wurde heute angekündigt. Ich habe bisher nur ein Bild erhaschen können und möchte ihn mir mit euch zusammen jetzt einmal so im First Look einmal angucken und mal unter die Lupe nehmen. Welche Funktionen sind mit dabei? Was hat sich im Gegensatz zum DDJ 1000 verändert? Was ist brandneu? Was ist geil? Was ist vielleicht neu dabei, aber braucht eigentlich kein Mensch? Das will ich mir jetzt mit euch mal angucken und dafür nehme ich euch jetzt mit auf meinen Monitor. Zuvor möchte ich aber alle noch begrüßen, die vielleicht jetzt das allererste Mal überhaupt ein Video von mir sehen und vor allem im DJing unterwegs sind. Dann empfehle ich euch, nicht nur diesen Kanal zu abonnieren, sondern mal unten in die Videobeschreibung reinzugucken, denn da findet ihr lehrreiche DJ-Kurse zum Downloaden, wie zum Beispiel auch meinen kostenlosen Einsteigerkurs. Jetzt geht's aber los mit dem DDJ FLX10. Da ist das gute Stück, der DDJ FLX10. Und das erste, was mir auffällt, er sieht eigentlich ganz genauso aus wie der Pioneer DDJ 1000. Er hat dieselben großen Jogwheels mit dabei, er hat das Display in den Jogwheels mit dabei, auch die Performance Pads sind so, wie sie vorher waren. Es ist ein 4-Kanal-Player und die Maße und die Größe sind eigentlich genauso wie der DDJ 1000. Allerdings sehe ich auf Anhieb, dass es so 2, 3 Kleinigkeiten gibt, die anders da sind. Das erste, was mir auffällt, ist, dass hier oben links 3 Tasten sind, die sozusagen für die Stems da sind. Das heißt, eine Drums-Taste, eine Vocal-Taste ist hier zum Beispiel mit dabei, so dass man, so wie es ausschaut, die Stems direkt auf dem Controller jetzt mit einer Taste rausfiltern kann. Dasselbe findet sich auch auf dem anderen Deck, sowohl als auch hier im FX-Bereich, wo der klassische FX-Bereich war, da sind diese 3 Tasten auch mit dabei. Was sie genau bedeuten, das gucken wir uns gleich noch ein bisschen genauer an. Vorab möchte ich aber mit euch hier runtergehen, denn Pioneer erklärt vieles eigentlich schon anhand einiger Beispiele. Wie zum Beispiel die brandneuen Hauptmerkmale, wo dabei steht die Track Separation für innovative Performance, einschließlich Live-Mashups. Und damit sind jetzt diese Stems gemeint. Also, sie sagen, lade dir reguläre Tracks aus deiner Musiksammlung und erstelle Remixe und Mashups, indem du die 3 wichtigsten Parts der Musik unabhängig voneinander bearbeitest. Die Vocals, die Drums und eine Inst-Taste, INST, das heißt andere Instrumente wie Bass und Synthesizer. Es gibt spezielle farbkodierte Tasten zur Steuerung jedes Parts, damit du immer einen klaren visuellen Überblick darüber hast, was gerade gespielt wird. Und da gibt es 3 Sachen, die da eine Rolle spielen. Das erste ist dieser Active Part und Part ISO, der sagt, passe die Lautstärke für Vocals, Drums oder dieses Inst individuell an oder schalte sie vollständig stumm. Das heißt, du kannst jetzt in einem Lied, was du reingeladen hast, nicht nur die Vocals rausnehmen, sondern du kannst sie auch einfach leiser machen. So laut, wie du sie haben möchtest. Du könntest aber auch die Drums leiser machen oder auch so laut machen, wie du sie haben möchtest. Dasselbe gilt natürlich dann auch für den Bass und den Synthesizer. Das ist sehr geil, dass man sie nicht nur rausfiltern kann, was ja mittlerweile eigentlich fast jede DJ-Software bietet, diese Stem-Funktion, sondern du kannst auch die Lautstärke individuell regeln. Das nächste ist der FX Part Select. Da steht, wähle aus, auf welchen Parts eines Tracks Effekte angewendet werden sollen. Und das ist jetzt so, dass du deine Effekte, deine FX, nicht nur auf den kompletten Track anwenden kannst, sondern du kannst auch sagen, hey, mach mir jetzt mal ein Echo, aber bitte nur auf die Drums.
Oder mach mir ein Echo bitte nur auf die Vocals in dem Lied. Das ist richtig geil, weil ich könnte mir jetzt vorstellen, dass du zum Beispiel, um einen schönen Übergang zu zaubern, deine Drums, den Bass und den Synthesizer von der Lautstärke runternimmst, nur noch die Vocals laufen lässt und nur die Vocals mit einem Echo belegst, damit du schöne Effekte zaubern kannst. Also das stelle ich mir jetzt einfach nur mal so vor, dass sowas möglich wäre. Daneben dran steht auch noch Part Instant Doubles. Isoliere einen bestimmten Part des Tracks, Vocals, Drums oder Inst und übertrage ihn auf ein anderes Deck. Okay? Ich verstehe das jetzt so, dass wir zum Beispiel nur die Vocals aus einem Track rausnehmen können und können das zum Beispiel auf Deck 3 oder Deck 4 mit reinladen, weil der Controller ist ja ein 4-Kanal-Controller und dann könnten wir die Vocals zum Beispiel separat mixen, von der Geschwindigkeit ändern, mit Effekten belegen, weil ja nur noch die Vocals auf einem anderen Deck laufen. Und das mit einer Taste wirklich instant, dass dein Lied, was du gerade spielst, einfach gedoubled wird. Ja, und dann kannst du das auf einem separaten Deck einfach mit anwenden. Also, ich muss dir ehrlich sagen, wenn ich das so höre und drüber nachdenke, und ich fange ja gerade erst an, darüber nachzudenken, sind die kreativen Möglichkeiten, die dadurch entstehen, wirklich absolut enorm. Und da kommt Kreativität auf ein ganz neues Level. Also du musst neue, andere Fähigkeiten in Form von Stems denken, wie es ja Musiker sowieso machen, die einzelne Instrumente einspielen und wir DJs das ja gar nicht so gewohnt sind. Du musst neu denken, damit du nur zum Beispiel in den Vocals denkst, wie du die mit einem Effekt belegen kannst oder wie du sie nutzen kannst, wie du nur die Drums verwenden kannst oder auch wie du den Bass und den Synthesizer zum Beispiel verwenden könntest. Also sehr geil, das ist ganz neu mit dabei und hat sogar eigene Tasten auf dem Controller. So, siehe Einzelheiten zur Funktion Track Separation, okay? Da gibt es noch einen separaten Bereich. Da würde ich zur Not gleich gerne nochmal drauf zurückkommen. Was das Gerät noch anbietet, ist ein erweitertes On-Jog-Display. Passe die Informationen, die auf den Jogs angezeigt werden, so an, dass du deine Augen nicht von den Decks nehmen musst. Oh, es wäre blöd, wenn man das nicht mehr machen müsste, weil du brauchst ja auch immer einen Blick für deine Gäste. Zumindest als mobiler DJ ist das wichtiger, als nur noch auf deinen Controller zu gucken. Nehme ich jetzt im ersten Moment als mobiler DJ sogar negativ wahr, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Sie schreiben, wähle aus 4 Modi, von denen einige 3-Band-Wellenform anzeigen, nur in Recordbox, und behalte die Informationen zur Mix, Point, Link und Recordbox Stimmpositionsanalyse. Was ist denn das für ein Wort bitte? Stimmpositionsanalyse. Sowie den Status der Performance Pads im Auge. Okay, bedeutet so viel. Wir haben hier im ersten Bild einen Deck-Info-Mode. Der sagt, zeigt die Informationen zum Deck einschließlich der Gesamtwellenform. Bei Verwendung von Serato DJ Pro zeigt dieser Modus das virtuelle Deck von Serato DJ Pro an. Okay, also das ist ja fast eigentlich so ein klassisches Deck, wie man es kennt. Man kennt es aber auch in der Variation Nummer 2 in dem Waveform-Mode, wo drin steht, zeigt die gezoomten Kurven für 2 Decks an. Okay, du siehst hier schon, da sind jetzt 2 Decks untereinander mit drauf. Also eigentlich das, was deine DJ-Software anzeigt, dann halt in so einem kleinen Deck mitten mini in den Jogwheels mit drin. Also ehrlich gesagt, ich glaube, dass das so klein ist, ich weiß nicht, ob man dann überhaupt wirklich noch was richtig erkennt. Vor allem nicht, wenn man wirklich in Action ist, im DJing mit drin ist. Und wenn es dir so geht wie mir, ich werde immer älter, da werden die Augen nicht mehr so gut, ich habe schon eine Brille, dann kann ich das sowieso nicht mehr erkennen, weil das so klein ist. Okay, Punkt Nummer 3. Artwork Display. Zeigt das Cover für den Titel an, der gerade läuft. Okay, ist nett. Nett, würde ich jetzt einfach mal sagen. DJ-Logo-Anzeige ist dann Punkt Nummer 4. Zeigt dein eigenes Logo oder ein anderes Lieblingsbild auf jedem Deck an, nachdem du das Image-Transfer-Tool für PC oder Mac verwendet hast. Oha, braucht man noch ein Tool. Noch ein Programm mehr. Nur um dann Logo oder Images mit draufzuladen. Also ist nette Spielerei. Ich meine, findet jeder geil, wenn sich das eigene DJ-Logo dann da auf dem Display mit befindet. Finden aber nur wir geil. Also muss ich dir ganz ehrlich sagen, guckt sowieso selten einer drauf. Ob da jetzt dein Logo drauf ist und sich dreht, finden halt nur wir geil. Dafür, dass du dann nochmal ein extra Programm dafür brauchst, das Image-Transfer-Tool. Aus meiner Sicht bräuchte man nicht. Bräuchte man jetzt wirklich nicht. Okay, aber ist nice to have, sagen wir es mal so. Der nächste Bereich.
neues Mic Point Link für nahtlose Übergänge. Sag mal, wo kriegen die denn ihre ganzen Begriffe an? Da war doch eben auch schon so ein komisches Ding hier. Stimmpositionsanalyse, Mic Point Link. Gibt es da irgendjemanden, der da so im Keller sitzt bei denen und sagt, da kommt einer rein und sagt, sag mal, wir brauchen da nochmal einen Namen hier für diese Funktion. Ja, was kann die denn? Ja, die kann das Mikrofon punktuell genau linken. Alter, nenn's doch Mic Point Link. Also genau sowas könnte ich mir da vorstellen. Glaub mir, da sitzt einer im Keller, der denkt sich diese ganzen lustigen Bezeichnungen aus. Und wird dafür bezahlt. Gut, Mic Point Link. Nutze das völlig neue Wiedergabekonzept in Rekordbox, mit dem du eine raffinierte musikalische Entwicklung in deinen Sets erzeugen kannst, indem du Mixpoints in den Tracks verknüpfst. Mixpoints in den Tracks verknüpfst, damit der nächste Song im perfekten Moment beginnt. Du kannst den nächsten Track so einstellen, dass er am Anfang seiner Melodie beginnt, wenn der Gesang des aktuellen Tracks endet, um einen nahtlosen Übergang ohne schräge Überschneidung zu gewährleisten. Du musst nicht mehr herunterzählen oder die Wiedergabetaste manuell drücken. So hast du die Hände frei, um Mashups zu erstellen oder Effekte hinzuzufügen. Okay. Mic Point Link. Das heißt, du hast eine Taste, die dir einen Punkt setzt, die sie auf den Track, der gerade auf dem anderen Deck läuft, überträgt, damit dieser zum richtigen Zeitpunkt startet, um so die beste Übergangspunkt sozusagen zu finden. Aber woher weiß das denn die Software? Woher weiß die das denn? Bei moderner Musik, die immer gleich aufgebaut ist, das klar. Aber wenn du jetzt so ein paar 80er, 90er spielst, die vielleicht auch noch handeingespielt ist, da gibt es diese Dinger nicht mehr. Und vor allem Rockmusik ist anders als Hausmusik. Hip-Hop ist anders da als Schlager. Rock'n'Roll haben wir noch. Country, ach, keine Ahnung, was es da noch alles gibt. Das ist ja alles unterschiedlich. Es gibt zu diesem Mic Point und zu den anderen Funktionen hier oben drin ein Demo-Video, da habe ich eben schon mal reingeguckt. Dann sieht man und hört man auch mal, wie das funktionieren soll. Guck's dir bei Bedarf gerne mal an. Ich sag dir ehrlich, das klingt richtig scheiße. Das klingt richtig scheiße. Das ist vielleicht auch wirklich noch in den Kinderschuhen mit drin, noch nicht ausgereift, aber wenn die Software dir deinen Übergangspunkt macht und den richtig anpasst, so wie du es hier unten jetzt in der Vorschau vielleicht sogar gleich siehst, dann brauchst du da die richtigen Tracks für. Das heißt, wenn du zum Beispiel nur House-Music spielst, wenn du nur elektronische Musik oder nur Techno spielst, dann mag das richtig geil funktionieren. Vor allem, wenn du auch immer dieselben Edits verwendest. Intro-Outro-Version, Club-Mixe, Extended-Mixe und so weiter. Dann ist das klar, dann passen die auch zueinander. Aber alleine in diesem Vorschau-Video hat das nicht gepasst. Auch die Lautstärke war komischer anders da. Es war so, als hätte irgendjemand ein anderes Lied gestartet. Also es klingt wirklich so. Es klang nicht gut. Aber ich glaube, es steckt noch in den Kinderschuhen drin und mit einiger Entwicklung weiter, mit ein wenig Übung, kann man da bestimmt das ein oder andere Kreative draus zaubern. So, der nächste große Punkt. Oh, was lese ich denn hier? DMX-Ausgang für die Rekordbox Lightning-Funktion. Okay, wie geil ist das denn? Belebe deine Performance mit Lichteffekten, die zu der Stimmung deiner Tracks passen. Mit der Rekordbox Lightning-Funktion ist das ganz einfach und dank des DMX-Ausgangs am DDJ FLX10 benötigst du keine weiteren Geräte, wie zum Beispiel eine externe DMX-Schnittstelle. Schließe einfach DMX-kompatible Beleuchtungseinheiten an den Controller an und verwende die Rekordbox, um individuelle Beleuchtungseffekte zu erstellen, oder stelle die Software so ein, dass Farben und Bewegungen der Lichter automatisch an die Musik angepasst werden. Freunde, wie geil ist das denn? Das ist ja mal richtig stark. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich nutze weder Rekordbox, noch habe ich Ahnung von der Rekordbox Lightning-Funktion. Aber wenn ich mir einfach mal vorstelle, was da möglich ist, und du siehst es hier schon in den Vorschaubildern von dem Video, was hier läuft, dass du wirklich deine Geräte per DMX-Kabel direkt an den Controller anschließen kannst. Gehst ins erste Gerät rein, gehst von dem ins zweite Gerät rein, von dem ins dritte rein, vielleicht geht das ja sogar mit Funkverbindung mit rein. Und du brauchst keine Lichtsteuerungssoftware mehr. Du brauchst keinen Controller mehr, keinen separaten mehr. Das läuft über dein Gerät und über die Lightning-Funktion der DJ-Software von Rekordbox. Ich kenne sie nicht, ich weiß nicht, ob sie da integriert ist, ich weiß nicht, wie ausgereift die ist, da kann ich dir nichts zu sagen. Das kann vielleicht jemand in die Kommentare mal unten reinschreiben, der das schon aktiv nutzt. Aber
Ich finde das brutal gut. Und ich glaube auch, dass die anderen DJ-Softwares nachziehen werden und auch bald eine Lightning-Funktion integrieren, um alleine diese Möglichkeiten mit zu nutzen. Oder sich vielleicht mit Lichtsteuerungsanbietern, Softwareherstellern, hier so wie das Light oder so zusammenschließen und dann was zusammen entwickeln. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Weiter geht's. Weiterentwickeltes Mac-Level-Fader-System mit 4 Sensoren. Der Mac-Level-Fader des DDJ-1000 wurde im Vergleich zum 2-Sensorsystem des DDJ-FLX10 durch ein 4-Sensorsystem verbessert. Auf diese Weise kannst du den Pegel noch feiner anpassen, indem du den Crossfader sehr feinfühlig bewegst und so noch musikalischer performst. Das ist cool. Das heißt, für alle, die wirklich aktiv mit dem Crossfader arbeiten, die können damit jetzt noch feinfühliger arbeiten. Also der reagiert einfach noch ein bisschen genauer. Ist für mich unrelevant. Das Ding ist bei mir ausgeschaltet. Also ich habe einen Crossfader noch nie in meinem Leben benutzt. Ich arbeite mit den Kanalfadern mit drin. Das ist aber so meine Arbeit als mobiler DJ. Ich kann mir aber vorstellen, gerade wenn du Hip-Hop auflegst oder wenn du so ein Battle-DJ bist, dann brauchst du den Crossfader. Du kommst ja gar nicht dran vorbei. Zudem hat sich auch das Üben und das Einarbeiten mit einem Crossfader bewährt. Und mit diesem Crossfader geht das jetzt einfach nochmal ein wenig genauer. Finde ich cool. So, Kompatibilität mit Rekordbox und Serato DJ Pro. Der DDJ-FLX10 bietet kostenlose Plug-and-Play-Kompatibilität mit Rekordbox und Serato DJ Pro, so dass du deine bevorzugte Software direkt steuern kannst. DVS-Unterstützung ist für Rekordbox über ausgewählte Abonnements und für Serato über kostenpflichtige Lizenzen verfügbar. Cool, finde ich stark. Kann ich aber gleich sagen, wird es demnächst auch für Virtual DJ geben, weil Virtual DJ geht einfach überall mit. Die programmieren das da einfach mit rein, dass du jeden Controller damit steuern kannst. Ich als Virtual DJ-Nutzer, und ich weiß, es gibt viele mobile DJs, die nutzen neben Serato, der beliebten Software, oder auch Rekordbox, auch Virtual DJ. Mach dir da keine Gedanken drum. Mein DDJ-1000, der hinter mir steht, den steuere ich auch mit Virtual DJ. Und alle Funktionen, vor allem die Virtual DJ ja noch mehr anbietet als die anderen Softwares, die werden mit integriert, so dass sie über das Gerät steuerbar sind. Bis auf, und das glaube ich, das wird am Anfang wahrscheinlich noch nicht so gut möglich sein, ist der DMX-Ausgang, weil einfach Virtual DJ auch noch keine Lichtsteuerungssoftware mit drin hat. Aber ich meine, das hat Serato auch nicht. Das ist wirklich nur hier für Rekordbox. Guck, mit der Rekordbox Lightning-Funktion. Steht ja auch hier nochmal mit drin. So, dann gibt es noch Multicolored Jog Ring. Du kannst den ersten mehrfarbigen Jog Ring auf einem Pioneer DJ Controller verwenden, um die verschiedenen Parts des Tracks, den du gerade spielst, farblich zu kennzeichnen, indem du die Track Separation Funktion verwendest oder die Farben einfach nach Geschmack anpasst. Okay, das heißt, du kannst jedem deiner Lieder eine Farbe zuordnen und wenn du das auf dem Deck ziehst, dann hat das Deck dementsprechend die Farbe. Oder wenn du die Stamp-Funktion, die Track Separation nutzt, dann färbt er sich, so wie es aussieht, auch mit ein. Nett. Ich nenne es einfach mal nett, aber war vorher schon schön, ist jetzt halt schöner. Weitere Merkmale und Funktionen. USB Typ C. Schließen Sie Ihren PC-Mac mit einem einzigen Kabel direkt an den USB-Typ-C-Anschluss des Controllers an. Okay? Und braucht ihr dann kein Netzteil mehr? Braucht ihr dann keinen Stromanschluss mehr? Sicher? Also ich verstehe das jetzt so anhand dieses Textes, der da ist. Aber ich glaube einfach nur, USB-Typ-C ist der normale Standard. Das ist einfach das neue Datenkabel. Vorher hast du ja hier diesen Druckeranschlusskabel, so nenne ich es jetzt einfach mal, gehabt an den DJ-Controller. Das wird jetzt einfach ersetzt und es wird ein USB-Typ-C-Kabel, das du direkt vom Laptop direkt an den Controller anschließen kannst. Aber ich glaube, du brauchst noch Strom. Werden wir gleich sehen. Nehmen wir gleich den Controller noch mal ein bisschen detaillierter unter die Lupe. So, die Performance-Pads sind geblieben. Drücke die 8 hintergrundbeleuchteten Gummi-Performance-Pads, um Hot-Cues, Pad FX, Beat Jump und den Sampler zu triggern. Finde ich super gut, weil das auch der Beat Jump hier geblieben ist. Denn wenn ihr meine Review zu dem Opus Quad gesehen habt, da haben sie die Beat Jump Taste rausgenommen und haben die woanders hingesetzt. Und wer schon mal mit Beat Jump gearbeitet hat, der weiß, dass das Ding geil ist. Also der wird nichts anderes mehr nutzen und den wird es ärgern, wenn das Ding plötzlich woanders da ist. Pitch and Time DJ. Im Lieferumfang ist ein Gutschein für das Serato Expansion Pack Pitch and Time enthalten, das Tonartwechsel und Tonartsynchronisierung in perfekter Audioqualität ermöglicht.
Ist das noch nicht mit drin? Musst du das bei Serato extra kaufen? Wirklich? Versteh mich nicht falsch, ich bin kein Serato-Nutzer. Ich weiß nicht, was da drin ist und was nicht. Aber ich erwarte eigentlich, dass in jeder DJ-Software, es ist ja bei Virtual DJ auch so, bei Recordbox ja auch so, sogar bei Traktor und DJ Pro ist das auch so, dass du die Tonart einfach wechseln kannst. Mit einem Drehregler, mit einer Anpassung. Brauchst du da bei Serato wirklich ein Pitch, ein Time-Pack, was extra kostet? Also ich bin jetzt dankbar, dass da ein Gutschein für drin ist, aber das wundert mich jetzt. Firmware Update Manager. Sie werden automatisch benachrichtigt, wenn Firmware-Updates verfügbar sind. Sie können den Firmware Update Manager hier herunterladen. Finde ich cool, finde ich gut, weil früher musste man immer manuell suchen, ob es ein Update gibt oder nicht. Also wer schon mal versucht hat, seinen Controller zu updaten, musste erstmal auf die Suche gehen, ob es sowas überhaupt gibt. Jetzt gibt es einen Update Manager. Das, was jede DJ-Software, jedes Computerspiel standardmäßig schon seit Jahren drin hat, ist jetzt endlich auch in unseren DJ-Controller mit drin. Ein Update Manager. So, unten kommen nur noch die technischen Daten und so ein paar Aufbaubeispiele noch mit dabei sind. Aber nun, lass uns den DJ-Controller hier vorne mal so ein wenig genauer unter die Lupe nehmen. So, ich mache dazu jetzt einfach mal hier mein Kamerabild aus, damit der Controller ein bisschen größer für euch zu sehen ist, damit wir uns ihn wirklich mal in Ruhe angucken können. Grundsätzlich sehe ich, dass er genauso aufgebaut ist wie der Pioneer DDJ-1000. Was halt neu mit dabei ist, sind oben links in der Ecke die Stem Separation Tasten, also die Stem-Funktion mit Drums, Vocal oder Inst. Und Inst steht ja hier für Bass und für Synthesizer mit dazu, so dass du die direkt rausfiltern kannst. Also bei unseren DJ-Softwares, die diese Funktion ja schon jetzt eine Zeit lang mit drin haben, war es so, dass du diese Funktion einfach auf deine Performance-Pads gelegt hast. Also bei mir in Virtual DJ kann ich das einfach hier auf ein Performance-Pad drauflegen und dann kann ich diesen Part mit rausfiltern. Das ist in der DJ-Software ja sogar schon so vorgelegt. Jetzt hat das Pioneer, der Pioneer hauptsächlich mit Recordbox läuft, direkt als einzelne Tasten auf den Controller draufgebracht. Finde ich cool. Also finde ich wirklich gut, damit man mal grundsätzlich mit arbeiten kann. Ich meine, Virtual DJ hat jetzt mehr als 3 Tasten dafür gehabt, weil du noch ein bisschen mehr rausfiltern konntest. Oder du konntest auch zum Beispiel sagen mit einer Taste, mach dann, du müsstest jetzt zum Beispiel sagen, wenn du die Vocals rausfiltern willst, nicht nur auf die Vocal-Taste drücken, sondern du willst sagen, du willst alles rausfiltern außer den Vocals, dann musst du jetzt hier die beiden Tasten drücken und nur noch die Vocals drin lassen. Das ging vorher mit einer Taste, wenn du es auf den Performance-Pads benutzt hast. Aber für alle, die das vorher noch nicht so benutzt haben, wie wir zum Beispiel oder wie ich es vorher gemacht habe, für die sind diese Tasten jetzt natürlich richtig, richtig geil. So, die Loop-Funktion ist auch eben noch hier oben mit drin. Die ist genauso gehalten wie vorher auch. Ein In-Loop, ein Out-Loop oder ein 4-Beat-Loop, den du einfach setzen kannst. Und oben rechts daneben gibt es noch Q-Loop und so wie es aussieht auch, dass du den Loop dann vergrößern oder verkleinern kannst. Unten drunter ist jetzt diese ganz neue Mix Point Selection. Da gibt es 3 Tasten, die mit dabei sind. Eine Exit-Taste, eine Deck-Taste und eine Link- und eine Silent-Taste. Wie die zukünftig funktionieren werden, das werden wir dann sehen, sobald das in den ersten Gebrauchen mit drin ist, wie man damit arbeiten kann. Da kann ich dir wirklich noch gar nichts zu sagen. Rechts daneben natürlich der große Button, wo du durch die DJ-Software mit durchscrollen kannst und dann auch sagen kannst, in welche Library du reingehen willst. Oder du kannst mit einer Taste natürlich auch direkt den Track in dein Deck laden, sodass du nicht in der DJ-Software rumklicken musst. Das machst du alles hier mit dem großen Wheel mit dabei. Unten drunter die ganz normalen Tasten, um Vinyl zu steuern, wie zum Beispiel die Slip-Modus mit dabei, den Vinyl-Modus. Du hast ein Jog-Feeling mit dabei, was du von leicht auf heavy gestalten kannst. Das gab es ja alles schon bei dem DDJ-1000. Genauso auch die Taste links, Slip Reverse und unten drunter auch das Deck Select, damit du dieses Deck entweder als Deck 1 oder auch als Deck 3 verwenden kannst. Dieselbe Taste gibt es natürlich drüben, da steht halt 2 und 4 dann mit drauf, dass du das rechte Deck dann als Deck 2 oder Deck 4 verwenden kannst. Unten drunter ist, so wie ich sehe, eigentlich alles gleich geblieben. Du hast die Shift-Taste, du hast hier, ach guck mal, 4-Beat Jump auch mit dabei, dass du zum Beispiel mit diesen kleinen Tasten auch einen Beat Jump machen kannst. Das hatte ich jetzt auf dem DDJ-1000 noch gar nicht so wahrgenommen oder ich habe es vielleicht auch einfach vorher nicht so benutzt.
Unten drunter natürlich ganz klassisch die große Q, die große Play-Taste. Dann hast du die 8 Performance-Pads mit dabei, die du auch mit der DJ-Software individuell belegen kannst. Oben drüber hast du schon ein paar Funktionen wie die Hot-Cues, Pad FX1, der Beat-Jump und auch die Sampler-Taste mit dabei, wo du dann über die Performance-Pads Sampler abfeuern kannst. Dafür sind auch nicht nur die 8 Tasten da, sondern du hast rechts daneben die Page-Taste, wo du sagen kannst, hey, in der DJ-Software, zeig mir mal noch 8 Performance-Pads-Funktionen und dann gehst du einfach auf Seite 2 und kannst diese Pads einfach doppelt, dreifach, vierfach und so weiter belegen. Rechts daneben gibt es den Beat Sync, ein Tempo-Reset-Taste, die ist neu. Die ist neu. Also ich meine, auf dem DDJ 1000 war die nicht mit drauf, eine Tempo-Reset-Taste, weil ich bin mir sicher, dass immer, wenn ich ein Lied wieder in Originalgeschwindigkeit haben wollte, ich entweder den Pitch-Fader manuell bewegen musste oder in Virtual DJ dort auf eine Pitch-Reset-Taste drücken musste. Der ist jetzt neu dabei, finde ich geil, erleichtert mir in meinem Workflow wirklich wieder ein bisschen mehr. Unten drunter gibt es noch den Key-Sync, das heißt, gerade wenn du über einen Key mixt und auch die Tonhöhen gerne veränderst, dann kannst du hier auch den Key synchronisieren und nicht nur den Beat. Dasselbe gibt es natürlich auch rechts dann auf dem rechten Deck alles drauf, komplett gleich behalten, sodass du individuell damit arbeiten kannst. In der Mitte von den großen Jogwheels ist dann dieses Display dabei, das hatte ich ja eben schon mal gezeigt, da war ja schon eine Erklärung mit dabei, was du auch mittlerweile individuell anlegen kannst, was da drauf gezeigt werden soll. In der Mitte ist dann die große Mischpulteinheit mit dabei. Auf den ersten Blick ist da grundsätzlich alles genauso geblieben, wie es der DDJ 1000 hat. Das heißt, du hast 4 Kanäle, 1 und 2 in der Mitte, 3 und 4 außen mit dabei und du kannst oben über diese kleinen Schalter wählen, ob dieses Deck über einen USB-Anschluss A laufen soll, wo zum Beispiel der eine Laptop mit dran hängt, oder ob es über USB-Anschluss B laufen soll, wo zum Beispiel ein anderer Laptop dran hängt, so dass du auch 2 Laptops anschließen könntest, wenn du dir den DJ-Controller zum Beispiel mit einem DJ-Buddy oder einem anderen DJ teilst. Ansonsten hast du auch einen Phono- und Line-Einstellung, so dass du auch die Möglichkeit hast, weitere Player anzuschließen oder auch Turntables. Also dafür ist der Phono-Anschluss mit dran. Dann ganz klassisch den Trim-Regler, das ist der Gain-Regler für den Sound Ein- und Ausgang und ein High-, Mid- und Low-Pass-Filter. Das ist geblieben, erwartet man auch bei einem professionellen Controller, dass mindestens ein 3-Band-Equalizer mit dabei ist. In der Mitte hast du dann die Color-Taste mit dabei, wo du sozusagen verschiedene Effekte drauflegen kannst, die dann links hier und Sound Color FX mit dabei sind. Das waren vorher mal nur 4. Jetzt sind da 6 dabei, unter anderem der Space, ein digitales Echo, der Crush, der Pitch, der Noise und das Filter-Effekt ist hier mit dabei, die du alle direkt schon mit drauf steuern kannst. Unten drunter die Q-Taste, um deine Kopfhörer zu aktivieren. Und du hast unten einen Beat FX-Anzeige mit dabei, so eine kleine Lampe mit dabei. Wie die funktioniert, was die funktioniert, habe ich, glaube ich, das erste Mal beim Opus Quad gesehen, ist aber auch relativ neu. Unten drunter die Kanalfader und da drunter hast du auch noch die Möglichkeit einzustellen, ob dein Crossfader hier auf diesen Kanalfader reagieren soll. Auf A, das auf der linken Seite ist, B auf der rechten, bei Through ist er einfach deaktiviert, dann hat er keine Funktion. So wie es hier ist, so ist es auch bei mir eingestellt, weil wie ich ja gesagt habe, ich benutze zum Beispiel kein Crossfader. In der linken Sektion haben wir ganz oben wieder ein Mikrofon, Einstellungsmöglichkeiten mit dabei, Mikrofon 1 und Mikrofon 2 von der Lautstärke, vom Level her. Das heißt, du kannst auch 2 Mikrofone anschließen, da gucken wir uns gleich auch nochmal die Anschlüsse mit an. Und du hast einen High- und Low-Equalizer mit dabei. Das ist wirklich geil, weil ich kenne viele Controller, die haben gar keinen Equalizer mit dabei, sondern nur einen Lautstärkeregler und der High- und der Low-Filter machen da schon vieles. Aber ehrlich gesagt, als mobiler DJ würde ich mir mindestens mal einen 3-Band-Equalizer wünschen und auch die Möglichkeit, dieses Sound Color FX auch auf eins der Mikrofone zum Beispiel mit draufzulegen. Ich meine, Noise auf dem Mikrofon macht keinen Sinn, ein Digital Echo vielleicht, okay, dann hat man aber die Möglichkeit, die normalen Effekte mit draufzulegen, weil auch da ist ein Echo mit drin und da kannst du auch Mikrofon auswählen. Habe ich tatsächlich aber so relativ selten benutzt. Unten drunter kannst du den Kopfhörer für die Sampler-Funktion aktivieren. Du hast einen Lautstärkeregler für den Sampler. Also das liebe ich wirklich an den DDJ 1000 und auch jetzt hier beim FLX10, dass du die Lautstärke deiner Sampler, die du abfeuerst, hier direkt mit einer Taste regeln kannst.
Glaub mir, Sampler sind manchmal unterschiedlich laut. Manchmal brauchen Sampler auch mehr Power und du kannst damit direkt die Lautstärke regeln. Unten drunter ist noch der Kopfhöreranschluss. Oder nicht der Anschluss, sondern die Einstellungsmöglichkeiten zwischen Q und Master zu wählen, um zu sagen, möchtest du nur das Kopfhörersignal oder auch den Ausgangssignal mit drin haben und natürlich die Lautstärke deiner Kopfhörer. Das ist standardmäßig, das ist auch alles so geblieben. Auf der rechten Seite haben wir ganz oben jetzt das Master-Level-Regler mit dabei und direkt unten drunter, und der war vorher, meine ich, an einer anderen Stelle, der Boost-Level-Regler. Das heißt, wenn du noch einen Audioausgang über Boost belegst, wie zum Beispiel einen Monitor-Lautsprecher als DJ, dann kannst du hier drüber auch die Boost-Level-Lautstärke regeln oder die Monitor-Lautstärke. Ich als mobiler DJ, ich habe immer meinen kleinen Monitor-Lautsprecher mit dabei, zu dem ihr auch ein YouTube-Video hier auf meinem Kanal findet. Darüber steuere ich den, über diesen Boost-Level-Schalter. Unten drunter natürlich auch die Pegelanzeige, ein Q-Schalter und jetzt, Freunde, ganz neu, die FX Part Select Taste. Und zwar für Vocal, für Inst und auch für die Drums. So dass du hier zum Beispiel auch Effekte mit drauflegen kannst und dann sagen kannst, hey, ich möchte jetzt den und den Effekt nur auf den Vocals haben, nur auf den Drums oder hier auch nur auf den Inst zum Beispiel mit drauf haben. Das ist sehr, sehr geil und das ergänzt natürlich oben nochmal diese Stem Separation. Das ist ganz neu, das gab es vorher tatsächlich noch nicht. Unten drunter ist deine Beat FX Einheit mit einem kleinen Display mit dabei. Das ist genauso geblieben wie beim DDJ-1000. Du hast dein Beat dabei, so dass du sagen kannst, hey, du machst einen manuellen Beat mit rein, einen Tab-Beat, du kannst sie vergrößern, verkleinern und hast hier schon einige verschiedene Effekte mit dabei, die du auswählen kannst und die dann einfach damit abgespeichert oder eingefügt werden. Und unten drunter kannst du sogar auf dieser Taste wählen, ob dieser Effekt ganz rechts auf dem Master-Signal rausgehen soll, nur auf Deck 4, nur auf Deck 2, nur auf Deck 1, nur auf Deck 3, auf dem Mikrofonsignal oder auch auf dem Sampler-Signal. So dass du zum Beispiel ein Echo auf deine Sampler feuern könntest. Du könntest ein Echo auf die Mikrofone drauflegen. Du könntest einen Spiral-Effekt zum Beispiel auf das Mikrofon drauflegen. Ach, deine Kreativität sind da so viele Möglichkeiten gesetzt. Und unten drunter sagst du, wie laut dieser Effekt sein soll über die Level- und Dev-Taste. Und unten über die Release FX aktivierst du den FX-Bereich. Also Freunde, das ist eigentlich alles genauso geblieben, wie es bei dem DDJ-1000 war. Wenn wir uns den Controller dann mal von vorne so ein bisschen angucken, hat der ganz vorne wieder 2 Kopfhöreranschlüsse mit dabei. Also eigentlich ist es dafür da, um einen Kopfhörer anzuschließen. Du aber selber entscheiden kannst, ob du den dicken Kopfhörerstecker anschließen möchtest, den 6,3 mm Klinkenanschluss, oder ob du den dünnen Kopfhörerstecker anschließen willst. Beide Anschlüsse sind da, du kannst komplett frei wählen. Hier ist das auch nochmal schön gesehen, wenn man sich hier vorne nochmal anguckt. So, gucken wir uns mal die Anschlüsse an. Fangen wir am besten mal ganz links an. Hier hast du den Master-Ausgang und zwar in Form von XLR-Anschlüssen. Das ist das professionelle Audiosystem. Das ist auch das, was ein professioneller DJ-Controller braucht. Also hätte er das nicht gehabt, dann hätte ich mir wirklich Sorgen gemacht. Er hat ihn mit dabei, der DDJ-1000 hat das auch schon gehabt. Du hast aber auch die Möglichkeit, einen Master-Audio-Ausgang Nummer 2 zu wählen und dann nicht über das professionelle und hochwertige XLR, sondern über diesen HiFi-Anschluss, der im HiFi-Gebrauch sehr dabei ist. Das ist der sogenannte Cinch-Anschluss, der Rot-Weiß-Anschluss mit dabei, wenn du zum Beispiel da was anschließen möchtest. Dann, wie ich schon gesagt habe, gibt es hier einen Boost-Ausgang, wo du weitere Lautsprecher anschließen könntest oder wie ich es mache, einen Monitor. Dann hast du hier 6,3 mm Klinkenanschlüsse mit dabei, rechts und links, und hast ja dann hier auf dem Controller, hier oben rechts mit dabei, auch dein Boost-Level-Regler. So. Daneben haben wir dann die 4 Kanalanschlüsse, die sind dann mit dabei. Channel 4, Channel 2, Channel 1 und Channel 3. Und du siehst hier bei Channel 4 und Channel 3 kannst du umschalten zwischen einem Line-Eingang und einem Phono-Eingang. Das heißt,
Bei dem Line-Eingang, da kannst du zum Beispiel CDJ-Player mit anschließen. Bei dem Phono-Eingang, wenn du Phono auswählst, schließt du Turntables an und dann musst du auch das Ground-Signal von den Turntables hier an diese kleine Schraube mit anschließen. Aber da muss ich jetzt gar nicht mehr so viel erklären. Alle, die Turntables benutzen, wissen, was das bedeutet. Alle, die es nicht benutzen, die sehen es jetzt halt vielleicht gerade zum allerersten Mal. Jeder Kanal hat auch eigene Audio-Eingänge, die auf dem Line basieren, so dass du zum Beispiel einen CDJ-Player oder andere Eingänge einfach über Cinch anschließen kannst und dann wählst du halt hier Line aus. Rechts daneben ist der DMX-Out-Ausgang und da steuerst du oder da schließt du deine Lichteffekte an. Das ist ein richtig geiles Teil, dass du einfach alle Lichteffekte, die du hast, gerade wenn du mobiler DJ bist, da hast du ja immer ein paar, die auch einen DMX-Anschluss haben, kannst du direkt mit einem sogenannten DMX-Kabel einfach vom Lichteffekt direkt an einen DJ-Controller anschließen und dann über Recordbox Lightning steuern. Das ist richtig, richtig geil und glaube mir, das wird zukünftig wahrscheinlich ein Standard werden. Rechts daneben hast du dann den USB-Anschluss, wo du deinen Laptop, deinen Controller und so weiter, dein Laptop mit anschließen kannst oder dein Abspielgerät, sagen wir es mal so. Da hast du einen A- und B-Eingang, sodass du auch 2 Laptops mit anschließen könntest. Rechts daneben ist dann der Mikrofonanschluss, ein XLR-Hauptanschluss, dass du auch ein Mikrofon über XLR anschließen kannst oder auch in der Mitte kannst du auch einen 6,3 mm Klinkenanschluss auf Kanal 1 benutzen oder wenn du Mikrofoneingang Nummer 2 benutzt, dann ist das nur ein 6,3 mm Anschluss. Aber auf dem rechten Anschluss, da kannst du XLR und 6,3 mm verwenden. Rechts daneben ist ein großer Ein- und Ausschalter und daneben, und seht ihr, hier ist es tatsächlich der Fall, ist ein Stromanschluss. Also das Gerät hat ein klassisches Netzteil, wo du den Controller wirklich über Strom betreiben musst. Also der geht dann nicht über den USB-Anschluss von deinem Laptop, sondern du musst ihn noch separat an Strom anschließen. Aber das ist bei so hochwertigen professionellen Controllern sowieso Standard, vor allem auch durch die ganzen Displays, die ja hier auf dem Controller noch mit drauf sind. Oh yes, liebe Freunde, das ist der Pioneer DDJ FLX10. Brandneu angekündigt als Nachfolger vom Pioneer DDJ 1000. Er hat doch die ein oder andere Funktion mit dabei, die absolut Gold wert ist, die ganz neu mit dabei ist. Ob sie jetzt so revolutionär ist, weiß ich nicht, aber da bist du jetzt gefragt. Was sagst du zu diesem DJ-Controller? Ist das ein Gerät für dich? Würdest du ihn kaufen? Dann empfehle ich dir, guck mal unter diesem Video in die aktuellen Straßenpreise rein, da kriegst du ihn vielleicht sogar ein wenig günstiger. Und ansonsten schreib mir deine Meinung zu dem Gerät unten gerne mal in die Kommentare mit rein. Was hat dir besonders gut an dem Gerät gefallen? Was ist vielleicht sogar überflüssig? Ist das ein Gerät für dich? Würdest du dir es holen? Oder sagst du, nee, ich hole mir dann lieber den und den Controller. Ich bin auf dein Feedback gespannt. Und ansonsten, wenn du Bock hast, mehr über das DJing zu lernen, dann findest du unten in der Videobeschreibung auch meine ganzen DJ-Kurse verlinkt. Für Einsteiger, für Fortgeschrittene oder auch meine DJ-Kurse für Profis. Ich sage vielen Dank fürs Einschalten, Freunde. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, der Mike.